Heute sind wir bei der Neckarburg. Hier stand eine der ältesten Burgen Deutschlands. Zudem war sie einst Verbannungsort für Mönche. Die Ruinen der Neckarburg liegen auf einem Hügel zwischen Rottweil und Villingendorf inmitten des gleichnamigen Naturschutzgebietes. Einen Link für die Navigation mit Google Maps findet ihr in der Beschreibung. Die erste urkundliche Erwähnung der Burg geht auf das Frühmittelalter zurück. Der alemannische Bargraf Berthold schenkte sie im Jahr 793 dem Kloster St. Gallen, nur um sie umgehend als Lehen zurückzuerhalten. Diese Praktik war im Mittelalter gang und gäbe und diente dazu, sich die Unterstützung eines mächtigen Schutzherren zu sichern. Von der ursprünglichen Anlage sind leider kaum noch sichtbare Spuren vorhanden. Vermutlich war sie damals eine Fluchtburg. Anfangs des 10. Jahrhunderts schickte das Kloster St. Gallen Mönche aus den eigenen Reihen, welche in Ungnade gefallen waren, hier in die Verbannung. Danach versiegen die schriftlichen Quellen für eine längere Zeit. Ab 1279 ist die im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaute Burg im Besitz der Grafen von Sulz, welche sie Dienstleuten zu Lehen geben. 1369 wird die Neckarburg in 2 Teile aufgeteilt. Besitzer der vorderen Burg, ursprünglich die Vorburg, sind nun die Herren von Neuneck. Die hintere Burg, die damalige Turmburg, bewohnen die Herren von Reute. Beides sind Lehen der Grafen von Sulz bzw. Hohenberg. 16 Jahre später erhalten die Grafen von Württemberg das Öffnungsrecht im Kriegsfall für beide Burgteile. Nur wenig später standen die Herren von Neuneck in Fehde mit den Herren von Wildenstein. Im Verlauf der kriegerischen Auseinandersetzungen wird die Neckarburg 1379 beschädigt. Die Zerstörungen müssen gravierend gewesen sein, denn 1387 wird sie als Burgstall bezeichnet. Dies bedeutete, dass die Burg zum damaligen Zeitpunkt als unbewohnbar galt. Später muss sie jedoch wieder instand gestellt worden sein. Denn im Jahr 1437 macht Hofrichter Graf Johann II. Von Sulz die Neckarburg zu seinem Wohnsitz. Im Jahr 1589 kauft die Familie Spreter von Kreudenstein den Besitz. Die alten Burgteile werden abgerissen. Das neue Bauwerk, ein repräsentatives Schloss mit 3 Türmen, baut die Familie in 50 Meter Abstand zu den alten Standorten neu auf. Dann bricht der 30-jährige Krieg aus. In dieser Zeit ist das Schloss zeitweise unbewohnt und aufgrund dessen verschlechtert sich der bauliche Zustand immer mehr, bis es nicht mehr bewohnbar ist. Im 18. Jahrhundert
verkauft das Kloster St. Georgen in Villingen die Ruine mitsamt dem dazugehörigen Gutshof. Und 1836 kommt alles in den Besitz der Grafen von Bissingen-Nippenburg, wobei die Neckarburg immer mehr verfällt. Ab 1979 beginnen Vereine aus Rottweil, die noch vorhandenen Mauerzüge vor dem endgültigen Zerfall zu bewahren. 1984 wird die Ruine durch den Stadtjugendring Rottweil saniert. Das war die Geschichte der Neckarburg. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare. Bitte unten eintragen und bis zum nächsten Video.